Nur als kleine Randnotiz, Denon hat es ja bereits vor ein paar Monaten schon geschafft, mich mit ihrer Mittel- und speziell im High-End-Klasse, also den 9200, so dermaßen zu begeistern. So sehr sogar, dass ich so viele Monate später immer noch Probleme habe, meine eigenen Kopfhörer voll und ganz zu genießen, dass ich unbedingt wissen wollte, ob sie das gleiche auch im Mainstream-Bereich mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer hinbekommen. Deswegen gibt's heute die Denon GC30 in Teste, die kosten knapp 350 Euro, was mich eigentlich auch schon zum einen meiner Kritikpunkte bringt, den Preis. Allerdings in Relation zur Konkurrenz, denn sie werden es schwer haben, einen Fuß zu fassen in einem Markt, wo Bose und auch gerade Sony so dominant sind. Deswegen mein Tipp, vielleicht öfter mal Angebote bringen oder eben vielleicht den Preis generell senken, denn gerade die Sony und Bose sind in Angeboten eben oft für 100 oder 150 Euro billiger als diese erhältlich, was es eben schwer macht, da sie eben noch nicht wirklich Gehör gefunden haben, falls man das so sagen kann. Bevor wir zum Kopfhörer selbst kommen, noch hier zum Case, das mir wirklich sehr gut gefällt, denn es ist relativ dünn. Und die Kopfhörer passen eben sauber rein mit gutem Schutz. Also es ist kein Hardcase, aber definitiv sicher genug. Gibt es dann hier noch Platz, um das Handbuch zu verstauen und so weiter. Sogar hinten noch ein kleines Netz, falls ihr da irgendwas reinlegen wollt. Und dann gibt es noch diese Tasche mit den Kabeln. Und da gibt es 3 an der Zahl. Eins davon wäre ein relativ langes sogar, überraschenderweise USB-Kabel zum Laden. Dann gibt es ein 3,5 mm Klinkekabel zu 2,5 mm, denn das ist das, was in den Kopfhörer geht. Einer hat auch eine kleine Fernbedienung. Ich habe allerdings den ohne Fernbedienung genutzt. So, kommen wir jetzt zum Kopfhörer. Muss ich sagen, dass sie mir vom Design selbst eigentlich wirklich gut gefällt. Das Einzige, was ich vielleicht erwähnen müsste, ist, dass ich finde, dass die Polsterung oben, wo sie ja nicht wirklich viel bringt, ein bisschen zu dick wirkt, was den ganzen Kopfhörer unnötig klobig macht. Aber gerade von der Verarbeitung muss ich sagen, ist das Ding absolute Spitze, denn hier verbiegt sich nichts, egal wie stark ich drücke. Hier knatscht nichts, hier ist alles sauber verarbeitet und wirkt eben auch vom Finish absolut top. Und das eben im Detail merkt man auch zum Beispiel schon hier. Es gibt eine Zahlenrasterung und diese ist sehr, sehr fest und wird sich definitiv nie von alleine verstellen. Zudem sind sie drehbar, sie sind auch faltbar, also leicht zu verstauen, gefällt mir das schon mal sehr gut. Dann gibt es zum Beispiel hier noch eben die Rufannahmetaste. Hier noch die Bedienung und da muss ich eben Folgendes sagen. Ich verstehe nicht ganz, wieso das Ganze doppelt beschriftet ist. Also einmal auf den Tasten und einmal daneben, aber egal. Es gibt natürlich Lautstärketasten, leicht abgesenkt die Play- und Pause-Taste, die gleichzeitig auch bei langem Druck zum Einschalten gilt. Dann gibt es noch eine Noise-Canceling-Taste, lange drücken, schaltet Noise-Canceling an und aus. Ist es dann an, schaltet ihr mit einem normalen kurzen Druck eben durch die Modi. Es gibt Airplane, es gibt Office und es gibt auch City. Dann der 2,5 mm Klinkenanschluss. Wieso der jetzt so gewählt wurde, weiß ich nicht. Und vielleicht 2019 nicht mehr zeitgemäß. Für den Preis ist der Micro-USB-Anschluss. Aber sei es wie es sei, ist jetzt das Highlight für mich definitiv das Ohrpolster. Auch wenn es anfangs vielleicht vom Ausschnitt ein bisschen zu klein wirkt, ist es das absolut nicht. Und wahrscheinlich das Beste hier, wie auch schon hier spürbar, ist die Polsterung. Die ist absolut super. Und wenn wir vom höchsten Punkt des Ohrpolsters ausgehen bis nach innen, sind diese sogar sehr tief. Und wahrscheinlich das Problem auch, das ich eben nicht habe hier mit dem Ausschnitt, ist, dass der Kopfhörer hier unten drin noch sehr, sehr weit geht. Also wenn ich sie mir aufsetze, muss ich sagen, ist wahrscheinlich der Komfort und gerade auch der Sitz das absolute Highlight. Denn vom Anpressdruck würde ich sagen, relativ sportlich gewählt, allerdings jetzt eben nicht zu stark. Also sie sitzen absolut sicher, aber durch eben die Top-Polsterung oben, und ich habe ja selber keine, absolut nicht spürbar das Kopfband, dadurch also fest genug und der Hauptdruck auf den Polstern, aber durch die super Polster, die absolut top anliegen und abschließen, ist das eben absolut auch vom Komfort absolute Spitze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sie sitzen bequem für lange Zeit. Okay, hier haben sie vielleicht ein bisschen mehr Platz als andere. Das kann Sony mittlerweile ein bisschen dezenter, aber ich denke mal, das ist so ziemlich das Bequemste, auch auf lange Zeit, was ich je hatte. Natürlich, im Sommer könnte es eventuell ein wenig wärmer werden, aber ich muss sagen, auch nach stundenlangem Tragen habe ich da wirklich kein unangenehmes Gefühl gehabt. Also super, also kein Schweiß oder so weiter. Was mich dann jetzt eigentlich schon zur Isolierung bringt. Diese ist absolut top. Ob das jetzt nur an den Polstern liegt, weiß ich gar nicht. Aber was sie hier hinbekommen haben, ist erstaunlich, denn es wird das komplette Spektrum eigentlich sehr, sehr stark ausgefiltert. Ich höre allerdings meine Stimme absolut im höheren Bereich noch sehr, sehr natürlich. Also die wirkt nicht irgendwie isolierend oder abgrenzend oder so weiter. Aber die ganzen Hauptfrequenzen, also Mitten und Höhen, wirken alle auch sehr, sehr schön gedämpft. Was mich dann, würde ich sagen, eigentlich schon direkt zum ANC bringt, was ja eins der Features hier ist. Und hier muss ich sagen, es ist auf definitiv einem überdurchschnittlichen Niveau, auch wenn bei weitem noch nicht auf einem Sony-Level. Also ich würde sagen, dass auch wenn es die 3 Modi gibt, also Airplane, City und Office, die jetzt untereinander nicht wirklich große Unterschiede vorbringen. Allerdings, was zu erwähnen wäre, ist, dass wenn es mal an ist, das Noise Cancelling, ihr permanent so eine Art White Noise hört. Und das mit auch ein bisschen statischem Knacksen. Das könnte für sehr empfindliche Leute, die es absolut ruhig haben wollen,
ein bisschen störend sein, wobei die meisten haben ja ein White Noise, teilweise auch ein stark hörbares. Hier kommt das noch dazu, aber sobald ihr dann irgendeine Klangquelle habt, ist das dann weniger ein Problem, aber es sollte definitiv erwähnt werden. Aber ansonsten, was mir hier sehr gut bei dem Noise Cancelling gefällt, ist, dass der Lärm, also die Hauptlautstärke generell sehr gut gefiltert wird. Was natürlich jetzt nicht ganz so gut gelingt, ist vielleicht obenrum, natürlich Stimme und so weiter, das kann keiner, aber es ist nicht ganz so extrem dumpf. Also was Sony zum Beispiel macht, die setzen vollen Wert auf komplettes Noise Cancelling, was dann schon teilweise ein bisschen beklemmend wirken kann, aber da gibt es viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und das hat definitiv noch Vorteile. Hier allerdings eben alles unangenehm, also das ganze tieffrequente, permanente Brummen ist weg und das Einzige, was dann vielleicht schlechter, gerade vielleicht in der Stadt abisoliert wird, sind Windgeräusche, also lautere Windgeräusche, die kommen eigentlich so, wie sie sind, noch durch, aber wie schon gesagt, es ist ein gutes Stückchen über dem Schnitt. Das nächste zu erwähnen wäre der Codec. Wir haben aptX HD, was allerdings rein qualitativ hier leider nicht voll und ganz ausgenutzt wird. Was das heißt, sage ich euch später noch. Aber ihr könnt damit auch problemlos Videos schauen und so weiter und so fort. Also Versatz gab es keinen, das ist natürlich wichtig. Bei der Verbindung muss ich sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich sie verbinde, anfangs so die ersten 10 Sekunden ein paar Aussätze habe. Danach allerdings fängt sich ISP, kein Problem. Und allerdings dann beim Hintergrundgeräusch muss ich sagen, ist es ein bisschen stärker hörbar als sonst. Also ich kenne das aus der Erfahrung her, dass viele Leute ein Problem haben, wenn es ein Grundrauschen gibt und hier eben mit diesem kleinen bisschen elektrischen Knistern auch, das einige stört. Ich persönlich finde es nicht störend, weil ich sowieso laut genug höre, aber ich weiß eben, das ist ein Noise Cancelling Kopfhörer, hier wollen Leute manchmal keine Musik hören, einfach nur Stille haben und mit diesem kleinen Knistern, wenn ihr eben sehr sensibel drauf seid, könnte das vielleicht ein bisschen stören. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ansonsten die Lautstärke selbst, also nicht die vom Hintergrundgeräusch, muss ich sagen, ist mir leider als einem, der sehr, sehr laut hört, nicht laut genug. Ich hätte da gerne noch locker 10-20%, gerade auch eben um Reserven zu haben, mehr. Aber da es ja auch wieder ein Noise Cancelling Kopfhörer ist, wo die Leute Ruhe haben wollen, denke ich mal nicht, dass sie auch volle Lautstärke haben wollen, weil sie sich ja entspannen wollen. Von daher, für 95% der Leute wird es absolut reichen. Auch die Akkulaufzeit, denke ich mal, denn sie sind mit 20 angegebenen Stunden eventuell so bestenfalls im Mittelfeld, wenn nicht gleich drunter, da bieten andere schon mehr, aber ich muss sagen 20 Stunden, was ich jetzt nicht unbedingt bestätigen kann, weil ich so Tests nicht unbedingt komplett immer durchziehe, sollte das aber auch für den längsten Flug reichen und ich denke mal, das ist ja das Wichtige. Ansonsten zur Mikrofonqualität, ich würde sagen, hört sie euch einfach mal an. Das hier wäre der Mikrofontester Denon GC30. Bitte bedenkt allerdings, dass meine Bluetooth Voice Recorder App in verminderter Qualität aufnimmt, da ich immer noch keine bessere gefunden habe. Zum Klang des Mikrofons selbst muss ich sagen, es klingt doch relativ dumpf und es gibt auch oft dieses so metallene Klirren nach oben, also dieses Pieken, was ein bisschen unangenehm wird und auf längere Dauer vielleicht definitiv nicht so geeignet ist für häufige Anrufe. Ab und zu mal, ja, man wird euch verstehen, aber das beste Erlebnis wird es dann doch nicht sein, weil es doch ein bisschen unausbalanciert wirkt. So, und jetzt sind wir wieder zurück nach dem Mikrotest und kommen endlich zum Klang, wobei ich direkt anfangs an sagen möchte, dass der Klang über den Klinke-Anschluss gerade an meinem Kopfhörerverstärker doch ein deutliches Stückchen besser war, denn das ganze Frequenzspektrum wurde ein bisschen weiter und auch die Höhen wurden ein bisschen präsenter und noch klarer, was den Klang dann für mich deutlich angenehmer machte und das hätte ich eben gerne auch in der Bluetooth-Funktion gesehen. Das ist eben das, worauf ich den Kopfhörer basierend testen werde oder auch bewerten werde. Und da muss ich leider sagen, der ganze Klang generell klingt ein bisschen komprimierter, als ich gerne hätte, was gerade aufgrund von aptX HD ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, denn die Bühnenbreite wirkt auch ein bisschen enger als sonst, die Dynamik ist auch nicht so besonders, Imaging ist okay. Bei der Soundsignatur würde ich sagen, der Bass, das ist wahrscheinlich noch das Highlight hier, der ist sehr, sehr schön neutral gehalten, also dezent für einen Mainstream-Kopfhörer natürlich. Die Mitten allerdings leicht zurückhalten, das hat schon fast was von Beyerdynamic. Die Höhen dann, ja, würde ich sagen, fast ein bisschen zu dezent, leicht dumpf. Und das Ganze lässt sich allerdings relativ gut EQen. Also ich habe den Vorteil bei meinem OnePlus, dass ich EQs leicht, also Presets einstellen kann, ohne Lautstärke zu verlieren. Wenn ich allerdings jetzt normalen Equalizer nutzen müsste, dann verliert man auch noch zusätzliche Lautstärke, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber er spricht relativ gut drauf an. Allerdings müsst ihr eben im Kopf behalten, dass das Frequenzspektrum, was ja relativ komprimiert wirkt, eben nur angehoben wird. Aber ihr bekommt dadurch nicht mehr Höhen, was mich eigentlich schon dazu bringt, für wen sie passend sind. Also für Normalos, die jetzt nicht allzu hohe klangliche Anforderungen haben. Beim Bass selbst muss ich sagen, der gefällt mir, denn der hat ein schönes, leichtes Thumpen. Ich weiß nicht genau, wie ich das übersetzen soll. Subbass ist okay, aber auch untenrum haben sie eben nicht ganz so viel zu bieten. Dafür ist er allerdings von der Präsenz sehr gut gewählt. Er ist nicht zu dick, er ist nicht zu dünn. Er macht genau das, was er muss und in einem angenehmen Spektrum.
Bassspektrum. Also es ist jetzt kein boomender Bass oder auch sonstiges. Also da habe ich lieber ein bisschen was weniger. Also manchmal ist weniger ja auch mehr, denn es ist kein Bassmonster, aber den Bass, den er hat, macht er präzise, kontrolliert und in der Liga, in dem Mainstream-Bereich macht er das deutlich besser als viele andere. Mitten, muss ich sagen, Gesang leicht zurückhaltend, vielleicht geht er leicht im Hintergrund unter, aber sonst vom Klangspektrum her macht er hier einen guten Job. Und dann muss ich sagen, die Höhen, das ist so das, was ich mir ein bisschen spritziger gewirkt hätte. Denn der Vorteil ist noch, wir haben keine S-Laute, allerdings auf Dauer auch nicht ganz so viele Details. Mir fehlt hier ein bisschen Luftigkeit, die Klarheit eben, das bisschen nach oben. Ich hab's gern ein bisschen strahlender, das habt ihr hier nicht. Viele Leute wollen das nicht, die wollen es sogar eher dezent und dumpf, weil das eben auch für den Langzeitkomfort besser ist, auch gerade bei langen Flügen und so weiter, vielleicht angenehm auf Dauer, verstehe ich. Aber wäre schön gewesen, gerade wenn man ein bisschen auf Klang Wert legt, denn mir ist der Roll-Off ja einfach ein bisschen zu früh, ein bisschen zu stark und das lässt den ganzen Sound, also die Musik teilweise ein bisschen langweilig wirken. Und was ich da noch erwähnen müsste, ist, dass der Sound obenrum in den Höhen teilweise leicht verzerrt, da kommt es ein bisschen zum Knistern, Verzerren, was ich sonst bei der Musik, die ich gehört habe, nicht so höre. Bei den Genres muss ich sagen, machen sie eigentlich alles auf einem gleichwertig guten Niveau, also da stechen sie wirklich nirgends heraus. Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Also für mich definitiv das absolute Highlight und das macht wirklich sehr, sehr viel aus. Denn wenn ihr so Dinge auf dem Flug oder im Bus oder wo auch immer eben stundenlang tragen müsst, dann wollt ihr absoluten Komfort und das haben sie. Also das sind meiner Meinung nach, soweit ich das bisher beurteilen kann, sogar mit einem gehörigen Abstand die bequemsten. Also die Polsterung, auch eben mit einer sehr, sehr guten passiven Isolierung, ist das ein Traum. Also es gibt sehr, sehr viele andere, da muss ich immer wieder nachkorrigieren, das stört mich auf längere Zeit, habe ich hier absolut nicht. Ansonsten haben wir auch eine gute Echttastenbedienung, also die ziehe ich einer blöden Touchbedienung immer noch um Längen vor. Bei den Nachteilen dann eben, wie schon gesagt, der leicht verhaltene Klang, was die meisten Leute nicht wirklich stören wird. Wir haben fürs Gebotene allerdings einen noch zu hohen Preis. Da meine ich einfach, da müssten sie ein bisschen fallen, so Richtung 250 €. Denn da gibt es eben die Sony 1000XM3 und so weiter, die Konkurrenz, zu der ich gleich noch komme, eben oft. Und ja, für eine Marke, die eben hier noch nicht so etabliert ist, wird das dann ein bisschen schwerer. Auch das 1C ist jetzt nichts Besonderes, eben nicht auf Sony-Level, wenn ihr da vollen Wert drauf legt, aber wie schon gesagt, ein gehöriges Schnittchen über dem Schnitt. Stückchen, Schnitt. Habe ich das richtig gesagt? Passt. Okay, kommen wir jetzt noch zur Konkurrenz. Die Bose ANC 700 oder Active Noise Cancelling 700, wie sie denn auch wirklich heißen, weiß ich immer noch nicht. Je nach Quelle ein bisschen anders, sind diese die einzigen, die ich noch nicht gehört habe, daher nicht beurteilen kann. Sollen allerdings meiner Meinung nach eher Wert legen auf Telefonqualität, was die hier definitiv nicht so machen. Mal sehen. Die QC35, würde ich sagen, sind klanglich fast ein bisschen, also nicht auf der Qualitätsstufe hier, aber von der Abstimmung ein bisschen angenehmer. Noise Cancelling in etwa, denke ich mal, ich habe sie schon länger nicht gehört, auf einem ähnlich guten Niveau, allerdings mittlerweile deutlich günstiger, aber bei weitem nicht so bequem und die Bose waren sogar sehr bequem mit sehr, sehr großen Ausschnitt, aber nicht dieser Wahnsinnspolster. Sony 1000XM3, Noise Cancelling, wie schon gesagt, ein gehöriges Stückchen besser, Klang ein gehöriges Stückchen schlechter. Also ich kann dem Klang einfach immer noch nicht viel abgewinnen. Sie sind besser geworden, aber gerade, also im Prinzip sind die das komplette Gegenteil. Die Sony voll auf Bass und es ist kein besonders guter, präziser Bass, sehr, sehr boomig. Das habt ihr halt absolut nicht. Wenn ihr einen dünneren Klang haben wollt, dann seid ihr hier besser aufgehoben. Allerdings lautstärke technisch gleich. Ich glaube, vom Akku müsste der Sony ein gutes Stückchen besser sein. Aber klanglich würde ich dann doch noch die hier bevorzugen. Sony sind allerdings auch mittlerweile oft ein 100er Billiger. Und dann noch die Biodynamic Lagoon, die allerdings dann klanglich meiner Meinung nach so definitiv noch die Referenz sind, allerdings beim Noise Cancelling nicht mithalten können und definitiv nicht beim Komfort. Das hat mir bei denen nicht ganz so gut gefallen. Die Sony, muss ich sagen, sind anfangs auch, gerade weil sie so schön dezent am Ohr anliegen, bequem, aber die werden doch relativ schnell warm und die Pads sind nicht ganz so gut. Also für wen sind die? Ich würde sagen, für jemanden, der absolut alles auf den Komfort Wert legt, eine sehr gute passive Noise Cancelling Funktion, aptX HD vielleicht will, einen guten Mainstream-Klang, allerdings jetzt nicht herausstechen. Ihr könnt vielleicht mit einem Equalizer ein bisschen nachhelfen und noch einen, ja, soliden Noise Cancelling. Ich habe jetzt leider immer noch nicht das gefunden hier, was ich vielleicht bei 9200 gefunden habe, war auch nicht zu erwarten, aber für mich den perfekten Noise Cancelling Kopfhörer gibt's noch nicht. Also entweder haben sie ein super Noise Cancelling oder einen super Klang oder beides gut, aber nicht beides super. Also das gibt's noch nicht, kommt vielleicht demnächst, aber ein guter erster Schritt, aber ich bin echt mal gespannt, wie die sich auf dem Markt neben den Großen eben etablieren können. Das muss ich in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch rausstellen und damit beende ich das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen hoch vielleicht und auf jeden Fall ein Tschüss.